Hallo und willkommen zu einer Folge Tower of Fantasy. So, wir sollen zur Basisstation 3 gehen. Die anscheinend genau unter uns ist. Ne, nur der Weg dahin. Boomy, have you seen anything like this before? Wow, cool flowers. Cool Aua. flowers? Da soll ich auf jeden Fall nicht nochmal gegen springen. We're in luck today. I think those flowers only form near an abyssant field. We're in... Also was hat denn Glück? We're asking for trouble. Although, perhaps finding the trouble is more troublesome than the trouble itself. How do you know these flowers are being produced by an abyssant field? The abyssant is close. I can feel it. Also, I've lost contact with Lynn. Ja gut, dass hier ein Abyssant ist, das konnten wir eigentlich schon denken, ne? Careful not to touch those things. I've never sensed an abyssant like this before. Okay, naja, der wird wahrscheinlich bei, ich schätze mal hier bei Station 2 dann auftauchen. Muss dann alle treffen wollen. Also. Jetzt sollte nicht irgendwie eigentlich Nebel sein, der giftig für uns ist, so von der Theorie her. Davon mal abgesehen. Hä? Ich sehe teilweise Dinge anscheinend nicht. Jetzt habe ich die Kante unten getroffen, was sehe ich ein. Komm einfach durch hier, scheiß drauf. Ach, das war Station 3. Safe. At last. Ja, die sieht eigentlich ganz schön aus. Wahrscheinlich wäre ja eigentlich sonst alles hier Wüste ist überall. Sieht das hier jetzt gerade ganz gut aus. Abgesehen von diesem giftigen Nebel, der uns anscheinend ja nichts ausmacht. So, dann können wir den noch einmal aktivieren hier. Ach, okay, der wurde zerstört, schön. Ah, schwer beschädigt. Wow. So the great Bla, 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 space bla. entities managed to get in here after all. Das war jetzt aber eben gerade noch nicht da, ne? Also, ich will ja nichts sagen, ne, aber... Einfach mal durchlaufen. It's going to be pretty hard for just the three of us to fix damage this extensive. Oh no. Darned abyssants. Abyssants? No. I noticed that the nearby force field generators were not taken down by brute force. Someone must have just switched them off. But these force field generators can only be controlled from a console at Outpost 10. And special authorization is needed at that. Tianlong, you mean someone working in the outpost switched off the force field generators? A working hypothesis. I sincerely doubt gray space entities would have the power to crack a security system that strong. Otherwise... No. Surely not. Muss ich nicht sagen, diesmal ist immer so ein bisschen suspicious noch. Ich glaube irgendwie, jetzt dass die das irgendwie war. Suppose we can't say anything for So sure. wie die ganze Zeit irgendwie so, was? Let's Hä? keep going. I'm eager to meet up with Lynn and the others at Base Station 2. Perhaps they figured something out we haven't. Ich glaube irgendwie, dass sie da mit drin steckt. Aber es ist halt auch nur wieder eine Vermutung, ne? Wahrscheinlich ist wieder alles ganz anders. Vielleicht müssen wir jetzt nicht wieder den Schaden reparieren oder so. Es geht aber einfach schon zu Station 2 weiter, oder was? Was bist du denn? Okay, tschüss. Renn halt weg von mir, stört mich jetzt nicht. Na komm, ich kann einfach durch, ey. Das ist wahrscheinlich der Abyssant, der hier rumrennt, oder? Okay, großes offenes Feld. Könnte ja ein Gegner auftauchen. Ich bin mir ja unsicher. Was? Ein Gegner? Wer hätte damit gerechnet?
Anscheinend kämpfen nicht wirklich gegen den, sondern nur erstmal die Cutscene. Ich werde trotzdem gleich noch im Kampf kommen. Nein. Hätte man hier rüberspringen können über den 50 cm hohen Streifen, der da kommt. Whatever you do, don't come into contact with the threads around us. It's a trap. Jetzt der Trap, echt? Erstmal ausprobieren, was passiert. Ich glaube, die Welle gilt. Hier reinrennen. Du machst einfach nur wieder Schaden, oder nicht? Ja, eben, ja. Oh, nicht heute doch eine Trap. Oh Gott. Okay, lass los. Lass mich kein Spiel bereichen. Aber ich muss das Ding wieder poppen, kann das sein? Lass los. Dankeschön. Wer bist du jetzt? Bist du einfach ein normaler Gegner eigentlich? Das ist ja irgendwie besonders, weil du wiederbelebt worden bist. Stehen bleiben hier. Ach man, die Gegner, die gehen mir richtig auf den Sack an dem Update, ne? Die bewegen sich aber viel zu viel für mich. So nervig, dass ich hin und her springe. Das trifft noch die Hälfte meiner Fähigkeiten nicht, weil die alle nur noch auf dem Fleck sind. Ach komm, ist doch nicht da einzuschützen. Mann, bleibt doch stehen, ey. Muss ja vielleicht den Blumen jetzt nicht Schrott machen? Habe ich ja durch irgendeinen Nachteil eigentlich? So und. Upp. Wow, dadurch ist er nicht kaputt gegangen. Was hat ich noch von Ding abbekommen? Sag mal, kann die Blume hier mal Schrott gehen? Ja, na schön. Alter, ey. Schon redet Bock auf den Kampf hier, muss ich sagen. Ich mir richtig Spaß gegen den Gegner. Kannst halt den Gewehr dashen, dann haut er mich um, der dasht er weg, dann haut er mich wieder um. Ja, das Gegner-Design in den Update, das finde ich echt irgendwie kacke. Das kannst du nicht sagen, die gehen mir jetzt richtig auf den Sack, die Gegner hier. Dann lieber einfach sich dann von Soft Damage machen. Und nicht dort stehen Fähigkeiten. Besser als wie spring weg. Dann kriegst du C-Spell ab, dann springe ich wieder weg. Ich muss die ganze Zeit hinterher rennen. Das ist nicht gut. Ach, du Kackpflanzen, ey. Geh mir schon wieder her. Lass mich zur Pflanze hin. Was ist ein Schild wieder, ey. Ich sehe nichts, weil ich an der Wand stehe und er irgendwie vor mir und kann mich irgendwie nicht. Doch, danke. Lass mal irgendwie von den Pflanzen hier entfernen. Komm mal her. Mann, bleibt aber stehen, Affe, ey. So Nahkampfwaffen, ne? Also, ich weiß nicht, wer freiwillig die ganze Zeit Nahkampfwaffen spielt. Ich meine, Nahkampfwaffen gehen mir so auf den Sack. Das kostet mir eh nichts. Die Gegner springen die ganze Zeit einfach nur weg. Dann reicht die Blume, den ich treffe mit meiner Fernkampfwaffe oder was? Macht das Schild kaputt. Schön. Wie wär's, wenn der Gegner angreifst? Greif den Gegner vor dir an, Mann. Boah, Alter, ey. Are you alright? I'm alright. What about Umi? Have you seen her? Umi? Maybe she's Ja, der gehört einfach zu denen. Hiding? But we've eliminated the enemies. She may not necessarily be hiding from. What do you mean? You haven't noticed that our new friend Umi has been. Ja, ist echt so, ist mir auch schon aufgefallen, sag ja. strange? Ich glaube, irgendwie, die hängt mit denen zusammen. Maybe. Der hat ja auch keine. Sagt die, warum ist die grau? Warum hat die keine normale Hautfarbe? Well, She may just be an executor in training, but even so, she
would have already undergone rigorous preparation. Failing to immediately report an attack on her outpost and leaving it on her own accord is a major dereliction of duty. But judging by Umi's reaction, I got the sense she didn't know what a serious infraction it was. Also, when Lin asked about survivors, Umi should have immediately suggested to check the safe house. She only led us there when Shirley said she had identified signs of life nearby. Exactly. She's been lying to us. And I think on more than one occasion. At first, I thought that she was just in shock. But it was very curious to me that she checked the outpost's comms network when Lin asked her to. She didn't notice how odd that sounded. Executors are responsible for protecting others. They aren't trained in how to operate an outpost's comms equipment, or even have the access to it. But Umi did not have any trouble with either. She must have stolen access keys from those unconscious technicians. What I wonder is, how she managed to learn the system so well. Of course, it's possible that she didn't really check the systems like. Jay ist es aber gar nicht Umi. Weiß jemand von uns, wie Umi aussieht? Something very strange is going on. Do you think Miss Lin also noticed that something was off? It's safe to say, yes. Lin is very careful, and Umi's subterfuge has been clumsy, to say the least. Let's go and meet up with him. Hey, what about Umi? Shouldn't we try to find her? Don't worry. She will find us when she wants to. Huh? But won't we get lost without her? I've made my fair share of visits to this plant collector's paradise, so I'm familiar with the area. Oh? I thought you said you didn't have a good head for directions. I was just playing along with Umi. Come on, don't fall behind. Ist klar. Oh wow, doch. Ne, das sind Pilze, ne? Vielleicht brauchst du das für ein Gebäude. Kurz hier wäre schon Forschungsstation 2. Oh nö. Okay, der da oben. War da wieder so schlau? Der könnte vielleicht auch treffen sollen. Hallo. Wie gut, dass wir uns zur Basisstation 2 begeben sollen, die aber gar nicht ist, sondern einfach nur irgendein Gegner. Aber wieder ein Brüter auch. Nee, kann ich aber auch so. Ach, den brauchen wir gar nicht bekämpfen. Tschüss. Mein Bruder habe ich jetzt keinen Bock. Ich habe groß, wir müssen jetzt hier den Gegner bekämpfen. Oh, was? Nee. Geh doch weg. Nee, hat mich getroffen. Warum kommt er nicht ran, oder? Als ob er da so genau vor mir. Ja, wo ist denn die Station ganz? WTF? Okay, hier sind wir schon mal eine Treppe. Gutes Zeichen. Ja, was war das für ein Deck? WTF. Da läuft ein Spieler rum. So, wir müssen eigentlich jetzt da sein, ne? Obwohl, ne. Da hinten, ja, sehen wir aber. Ist auf jeden Fall ein Raumriss oder irgendein Gebäude. Okay, Lin ist anscheinend noch nicht da, wie es aussieht. Ja, du bist kaputt. Wer hätte gedacht? Ja, du bist auch kaputt. Wer hätte gedacht? Ja, du auch. Wer hätte gedacht? No signs of Lin or Shirley yet? Seems we're the first to arrive. Or
Or perhaps they ran into trouble? If that's so, I think they should be able to handle it. It's a shame the equipment here isn't in better condition. It's going to take us several days at least to restore everything. If we can't fix the base station for several days, do we have any other ways to go to Innis? Da muss er wieder zu Fuß hinkommen können. The only way to get there would be the deep sea tunnels. Ja, also. Sea tunnels? Yes, a primitive access way established in the second city for the transportation of materials, equipment, and personnel. The later establishment of stable space drift networks with Meroria rendered the tunnels mostly obsolete. There's an entrance to the tunnels quite close to here, just over there. Is that Umi? Let's go and see what's happening over there. Erstmal hinspazieren. Was macht sie denn da unten? Wird sie jetzt doch angegriffen? Da wussten die Bilder ganz. Aber oh, ich sehe ja keine Ausdauer zum Dodgen. Kann mir jemand verraten, wie wir das Bild den Schrei von da ganz unten hier oben gehört haben? Also wenn ich unten oben gestanden hätte, hätte das Trommelfeld aus dem Kopf fliegen müssen. So laut müsste das gewesen sein. Oh, wir kriegen ja auch einen Giftschaden. Das ist sehr schön. Ich hoffe, ich komme mal an, bevor ich tot bin. Leute, ich sterbe nicht runtergehen, nur so als Tipp. Dann kann ich es in 15 Sekunden wieder essen. Also ich will ja nichts sagen, das Spiel, aber... Oh, ich hätte vielleicht keinen Fallschaden bekommen sein. Ah, hier ist kein Giftschaden mehr. Okay. Was ist das für eine riesige Anlage hier? Okay, hier findet auf jeden Fall gleich ein fetter Kampf statt, würde ich sagen. Dass hier so eine riesige Arena ist. Miss Lynn? Miss Lynn, help me! Ja, geh einfach hin. Ist sie die blind oder merkt sie jetzt nicht, dass die ganzen Teile da alles spawnen? Lie to us anymore. When did you figure it out? Almost right away. You're a poor actress. Was lag einfach mal gegen Umi? Kann man von Anfang an schon suspekt war, wenn er schon wie gesagt, weil er einfach grau ist. Sie hatten alle Vollstrecker, hatten immer eine Hautfarbe, oder nicht? Wird er auch richtig kämpfen hier? So, wer bist du denn? Wie heißt du denn? Parasitisch. Okay. Ne, Jormungand. Warum heißt der jetzt Jormungand? Und rechts steht, dass wir irgendwas anderes besiegen sollen. Wäre auch wieder gut. Ah, stand auch wieder hin und her. Das ist nett von dir. Vielleicht bleibt der ja noch ein bisschen mehr stehen, oder? Also nicht. Genau, setzt einfach Damage-Fähigkeit ein. Das stört mir einfach weniger. Wenn ich die treffen kann. Obwohl, jetzt hätte ich schon dodgen können, würde ich sagen. Weil sagen sie, diese komischen Pflanzen nicht wieder spawnen, die waren schon ein bisschen nervig im letzten Kampf da. Die kommen schon später mal auf mich zu. Ich glaube, der wird kurz stehen danach wahrscheinlich. Wenn jemand auf mich zu verfolgen. Ja, dann treffen wir halt fertig. Bleibt ihr da stehen, das kann ich das machen.
Irgendwann hat begonnen, Eis im Umfeld zu absorbieren und stärker aufzubauen. Der Vampir das Zentrum. Alles klar. Ja, ich bin ja aus dem Zentrum raus. Und jetzt? Hä? Jetzt wurde ich aber instant angesaugt, ohne dass ich irgendwas machen konnte. Aber ich kann nichts mehr machen, ich komme nicht mehr weg. Jetzt, und mit Doschen komme ich halt weg. Das ist ja wieder instant angesaugt. Weil ich war der Damage. Ich bin ja gleich fast gestorben, Alter, what the fuck. Da muss ich echt aufpassen, ne? Kann ich mir so oft essen. Warte mal, kann ich mein Inventar öffnen, wenn ich hier gerade im Fight bin, oder bin ich denn tot? Habe ich noch besseres Essen? Was habe ich gerade ausgerüstet überhaupt? Habe ich gerade dich, ne? Du machst 15% plus 20.000. Du machst alles nur Sättigung hier oben. Das ist alles keine Nahrung, ne? Das ist schon die beste Nahrung, die ich habe. Ich kann gucken, wie irgendwas mit Widerstand hier. Was für Schaden macht die denn? Alles, toll. Muss schon guten Schaden, das ist irgendwie bewirkbar oder nicht, also dass irgendwie mehrere Schaden finden hat. Aber ich kann auch so wieder essen. Ess. Das sieht gut aus für mich. Ja, nein, so an sich macht ja auch nicht viel Schaden, aber es ist einfach nur eben ihr komischer Kackspray da, ja, wie sie eingesetzt hat. Der halt in der Mitte da hier sich aufgeladen hat. Der hat halt übelst viel Damage gemacht. Aber ich weiß nicht, wie ich den dodgen sollte. Ich sollte das Zentrum räumen, habe ich gemacht, da wurde ich wieder rangesaugt ins Zentrum. Ich keine Ausdauerpunkte mehr hatte zum Dodgen. Ach komm ey, ich hab mich die ganze Zeit fest hier. Das hat bestimmt gleich wieder ein Schild, oder? Ich glaube, die uns den mal auf, falls sie ein Schild bekommt. Ich glaube, erst noch mal kurz entspannt. Ich glaube, das Ding, was sie da eben gemacht hat, also damit das sich da auflädt, ist jetzt bestimmt noch mal kommen. Schild aktiviert, löse Druckbild aus. Schnell tut man erst so. Ich hätte aber so ein Schild angemacht. Was willst du jetzt sagen? Ich weiß, wie ein Schild funktioniert. Danke, Spiel. Habe ich schon ein paar Mal geschafft, sich zu brechen. Das ist das erste Mal. Ja, komm. Jetzt einmal wieder stehen. Jetzt. Ach komm, ey. Hier kommt Stadt, ein paar Mal zu. Oh, Alter, krasser Damage. Wir können kurz drüber stehen, bitte, einen Augenblick. Ach komm, schnell instant wieder raus, ne? Was ist da getroffen noch? Ist nicht dann automatisch das Dodgen hier gefühlt, wenn ich das einsetze? Spielen wir bei hinten? Nein. Perfekt. Ja, gleich haben wir es geschafft. Ich denke, es kommt ja dann noch ein Abyssant, weil, wie gesagt, jetzt steht, unsere Aufgabe ist eigentlich, parasitisch zu töten. Und nicht wie Hormongant. Deswegen weiß ich nicht, ob das überhaupt der erste in der Besiegen oder ob noch ein zweiter kommt oder so. Oder was in der Sache ist. Was hat sein Schild echt noch bei den letzten paar Prozent Leben? Ja. Jetzt macht die Kacke erstmal wieder. Sieht auch einfach ein bisschen rum. Jetzt macht sie das wieder. Am Ende ist der Schild jetzt dadurch weg, also von daher. Ja, komm her. Bam. So, mein Gott, ey. Geil, los erstmal einen Schleim auf. Just like the other members of the outpost? Yes.
That gray space entity didn't kill them, just Okay, manipulated also ist them like Umi doch puppets. Umi. These parasitic gray Na, nicht space nett. entities represent a whole new threat to Und grau. humanity. They're clearly much more difficult to defend against than classic entities. We have to pass on the news immediately to headquarters. What should we do about this muddy one? Eliminate it? Or bring it back for Lyra's team to study? We'll bring it back. It's an extremely valuable specimen. Tianlong, can I leave the safe handling of that thing to you? I'd rather... What about Umi? The gray space entity has left her body, but is she back to normal? I think that she should be alright. Ow. Where am I? Umi, you're awake. Huh? Who are... Officer Lin! Officer Lin! District 7 Executor in Training Umi reporting. Just call me Lin. Umi, what do you remember of the last several hours? The last thing I remember is, I was training? Training? No, I was on patrol. Yes, patrol. So, she doesn't remember. Hä? Ich war Actually, auf Training. Nein, ich habe Space patrouilliert. entity had taken control of Alles her klar. body. Caused us no small inconvenience, by the way. Huh? There's no need to intimidate her. She's just as much a victim of the gray space entities as any other members of the outpost. And I'm sure they need a thorough medical check. We should head back. Huh? But what about this mess here? And shouldn't we be heading to the tunnels to go to Innis? Ist echt so. Headquarters can send someone and fix up the outpost. In terms of the tunnels, they haven't been used for quite some time. It's hard to say if they're even still serviceable. I think we should head back to headquarters and discuss the next step. Alright then, as you say. Okay. Das Team macht sich auf den Weg zurück zur Silberküste zur Planung. Die parasitäre Grauraum-Identität wird dem Labor übergeben. Das Auftauchen der neuen Grauraum... Es ist viel zu schnell wieder weg. Wie schnell soll ich denn lesen? Alter. Das ist der Tunnel, der dahin führt, oder was? Davon mal abgesehen? Oder warum habe ich auch gemeint, was mit dem Tunnel oder so? Weil da war ja auch gerade Wasser drum. Na, keine Ahnung. So, wo sind wir jetzt? Ah, wir wieder hier. Jetzt was immer kurz gucken will. Wo sind wir jetzt gleich fertig? Oh ja, okay, dann mach ich noch weiter. Dann brauche ich jetzt nicht die Folge beenden. Dann hört hier nach quasi die Story schon wieder auf. Parasitic gray space entity we've never seen. It will be immensely helpful to Dr. Clive in his research. Apart from Umi herself, I think it's likely other members of Outpost 10 also fell under the gray space entity's control. I recommend putting them into isolation for observation. Okay, I'll arrange it. But unfortunately, our current technology has no way of identifying if someone was under control of one of these parasitic gray space entities. Parasites can hide themselves well within their host. When Umi was parasitized, I couldn't detect any gray space entity signals inside her body. We would have all been deceived if Miss Lin hadn't noticed what was wrong with her. Perhaps we can have Dr. Rubilia take a look at them? Right. Rubilia might be able to identify controlled individuals quickly. My main concern is that there may be more insidious, longer-term parasitic effects at play. Also, I'm worried that... I understand. I'm sure that Umi and her colleagues are not the first humans to come under parasitic control. Our best bet right now is to keep the whole affair as low-key as Wir sind possible. alle welche. We wouldn't Alle want to start a panic. hier, alle Parasiten in uns. Archon Larson has already ordered an urgent investigation into this new species of gray space entity. But determining its exact capabilities and what other effects it may have could be a lengthy process. You can leave those questions with us, Lynn. Archon Larson has another mission for you. He wants us to go to Innis through the tunnels? Yes,
Right now, whatever is happening to Innis is our highest priority. Since the miasmic swamp base stations are out of action for the time being, Also wenn ja schon die... tunnels are the only Ja, way to get there. komm ich gleich zu. But the tunnel network is a real labyrinth. And we can't discount the possibility of gray space entities or other dangerous creatures lurking within. You're going to need someone familiar with the tunnel's layout. Ja. I can guide you. Greetings. I'm Icarus. Operation Codename Mook. Warum du doof einmal bist. Mr. Icarus. Lyra, Lynn. Icarus, you're back? Yes. Archon Elric asked me to assist as soon as he heard of the issues surrounding Vera. And you are the Executor and Miss Shirley, correct? Greetings. I'm Icarus. Operation Codename Mook. Mook? You're the leader of the Mook squad? Yes. Icarus and his squad had been posted to Innis for quite some time, so you've never had the opportunity to meet until now. And I'm afraid I'd be stuck in NS too if I hadn't been ordered back to District 9. You don't seem too worried about Innis's situation. Shiro had detected an anomalous change in the ocean environment several days ago, so we'd asked Archon Fiona to make preparations before this incident developed. I'm confident that NS will remain safe, even if they've lost contact with Meroria for now. Icarus, you were just saying you could guide us? So exactly how familiar are you with the tunnels? Archon Fiona once showed me the blueprints of the entire tunnel network, and I also carried out a few simple exploration missions there in the past. You can trust me to be your guide. Alright then. I'll leave re-establishing contact with Innis to you, Lynn, the Executor, and Shirley. Archon Larson needs Tian Long to stay in Meroria to handle another urgent matter. Okay, then we should go as soon as we're ready. So, wo ich eben hinaus wollte, ist, wenn jetzt eigentlich schon, ganz ehrlich, der wurde Ausposten 10 wurde überrannt und diese komische Station da im Gift wurde komplett schon überrannt. Alles platt gemacht, ganz ehrlich, der wird Innas doch eigentlich auch schon überrannt worden sein, oder nicht? So von der Theorie her. Naja, aber egal. So, wie gesagt, das war's aber erstmal wieder mit Tower of Fantasy. Werde ich dann in Zukunft aber auf jeden Fall wieder irgendwann mal reinschauen. Aber ja, fürs Erste war's das dann erstmal wieder. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis vielleicht wieder in Zukunft. Ciao.